Leute, herzlich willkommen zurück zu Ungeschminkt. Heute geht es tatsächlich ungeschminkt los und ich möchte mit euch mal so ein paar Themen besprechen bezüglich Schönheit und Ideale und was es bedeutet und welches Risiko manche eingehen, um einfach ganz viele Klicks zu bekommen beziehungsweise überhaupt gesehen zu werden. Und wie gefährlich sowas eigentlich ist. Ja, Schönheit grundsätzlich ist ja immer subjektiv und dieses sollte jeder so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dennoch werde ich mich jetzt schminken, weil ich mich gerne schminke und euch ein paar Sachen zeigen, die ich so benutze für mein Make-up. Heute wird es ein ganz schlichtes Make-up und ein tagestaugliches Ding. Will ich mal zeigen, was ich benutze und mit euch mal so ein paar Themen anspreche und die Gefährlichkeit so ein bisschen herauskristallisieren. Und wie man eventuell das ein bisschen gelassener sehen sollte oder aufpassen soll, dass man nicht überhaupt in diesen Strudel kommt oder in diese Falle tappt, diese Ideale nachzueifern, weil gar nicht. Fangen wir mal mit meinen Augenbrauen an. Wie ihr seht, ich habe kaum welche. Ich habe zwar welche, die sind sehr, sehr schwach zu sehen und das ist meistens das Erste, was ich mache in meinem Gesicht, um überhaupt erstmal eine Kontur zu schaffen. Ich benutze da von MAC Eyeshadow Carbon. Ich kann es nicht ganz aufmachen, weil es mir runtergefallen und dann hast du natürlich so 1000 Teile, was ein bisschen blöd ist. Damit fange ich erstmal an. Weswegen ich tatsächlich das Thema ansprechen möchte. Per Zufall habe ich dann praktisch so einen Bericht gesehen, dass gerade Instagram, die ja für viele so eine Art Bibel, Schönheit und so weiter darstellt, ein ganz gefährlicher Trend entpuppt und wo echt dünne Mädchen, die offensichtlich Probleme haben, Nahrung bei sich zu behalten oder auch es manchmal sogar verweigern, es zu essen, gehypt werden und ganz viele Likes bekommen, was ich nicht so schön finde, weil das ist nicht das Ideal und das ist offensichtlich eine Krankheit des Mädchen und dabei wird sie angefeuert. So, ich habe erstmal hier meinen Strich gemacht, wo ich tatsächlich dann alle anderen Sachen aufbaue. Ich habe jetzt hier Ink im Braun, Brow Pro Micro im Braun. Damit werde ich praktisch da drüber so ein bisschen verdichten. Dieser Unterstrich ist praktisch so mein Unterstes, wo meine Augenbrauen praktisch enden sollen. Auf jeden Fall war ich so schockiert, dass dieser Trend ganz schön viele Mädchen getriggert haben, das nachzumachen, um auch Likes zu bekommen. Grundsätzlich Leute Likes zu bekommen auf Instagram oder an anderen Plattformen wie TikTok ist cool, keine Frage, aber es ist nicht, dass das bedeutet, dass die Leute euch lieben mögen oder sonstiges, sondern die finden gerade in dem Moment, was du gerade vielleicht gezeigt hast, gut, wo man ja echt fragen muss, ob ein Mädchen, was sehr unterernährt ist, ob man das applaudieren sollte und ob man diese Art von Hype überhaupt unterstützen sollte. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich einigermaßen gleichmäßig bleibe, ob man genauso sowas unterstützen mag, weil es ein psychisches Problem ist, die Mädels scheinbar verzerrt sehen, dass die zu dick sind und deswegen kaum was essen. Sowas sollte man nicht unterstützen, weil man sollte immer noch gesund essen und auch gesund bleiben. Und Nahrung ist Energie und ohne Energie kann man nichts machen. Als nächstes benutze ich diesen Brush Ink Tattoo Liner. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Auf jeden Fall, mit diesem Ink kann ich so einzelne Härchen in schwarz vormalen. Da muss man aber aufpassen, dass man nicht zu viel macht. Um die Augenbrauen so ein bisschen richtig zu formen, benutze ich meistens einen Concealer. Und ich habe den hier von Sephora, Bright Future in der Farbe 19 Truffle. Und dieser hier ist ziemlich nah an meinen Hautton. Und mit so einem abgewinkelten Pinsel, der so schräg ist, werde ich jetzt praktisch die Kontur drumherum ein bisschen formen, sauber abziehen. Was ich auch gefährlich an diesem Trend finde, ist, dass sich da irgendwelche komische Coaches, Undercoaches nennen die sich wohl, auf solchen Plattformen tummeln oder gerade wenn die sehen, dass verhungertes Mädchen auf dem Bild, der also wirklich
kaum aus Fleisch besteht, nur aus Knochen, sich anbieten für die, die natürlich auch so sein wollen und auch diesen Hype nachmachen möchten. Coachen, Undercoach nennen sie sich, und mit denen so eine Art Hunger-Challenge beginnen. Im Gegenzug müssen die Mädels dann immer Bilder schicken, ob sie tatsächlich sich daran halten. Diese Coaches haben nichts Gutes im Sinn, auf jeden Fall nicht die Gesundheit der Mädchen. Treiben manche sogar wirklich vor der Grenze, dass sogar welche ganz im Krankenhaus liegen und um ihr Leben bangen. Die werden dann so beeinflusst. Durch die Fotos, die sie denen schicken, werden sie dann unter Druck gesetzt. Und ich fand das so schrecklich. In jeder Jugend gibt es irgendein Ideal, keine Frage. Da gab es Models, die man sagt, oh, ich möchte auch Model sein, ich möchte dies sein, ich möchte schön aussehen. Aber da ich nicht dieses Model bin, kann ich auch nicht aussehen wie dieses Model. Und ich muss für mich selber mein Ideal finden. Das habe ich im Laufe meiner Zeit, ich bin jetzt mittlerweile ein bisschen älter, für mich glaube ich noch, dass ich nur Sachen mache, die mir gut tun und die mir gefallen, ohne darauf zu achten, was andere sagen, weil letztendlich geht es um dich und die anderen können nur als Zuschauer dastehen und vielleicht ihre Meinung dazu sagen, aber ist die Frage, ist die Meinung von den anderen so wichtig, dass du riskierst, deine Gesundheit aufs Spiel zu setzen, um anderen zu gefallen. Das sollte kein Mensch machen. Und das auf Instagram ist kein Muss, es ist einfach nur ein Hype und einfach nur mal, was gerade da ist. Und denen sollte man nicht unbedingt sich beugen. Das sind die Augenbrauen mehr oder minder fertig. Und jetzt kommt der Rest des Gesichtes. Heute wird ja, wie gesagt, ein relativ zurückhaltendes Make-up gemacht. Dafür nehme ich jetzt meine Foundation von MAC, der Matchmaster. Davon habe ich jetzt einmal gesprüht auf einen Schwamm. Ich benutze dazu mein Fix and Last, um einfach mein Make-up so ein bisschen zu verflüssigen, beziehungsweise auch verteilen, dass es besser verteilen kann im Gesicht, um jetzt einfach mal eine gleichmäßige Farbe im Untergrund zu haben, um darauf alles andere drauf zu malen. Damit habe ich nicht so diesen dicken Schicht an Make-up, die man sonst immer so sich eventuell drauf schmiert. Also für mich ist das eigentlich relativ ideal. Ich habe das nämlich letztens bei einer YouTuberin gesehen und habe das ausprobiert und seitdem bin ich in Feuer und Flamme, mache eigentlich mein Make-up immer nur so drauf. So, jetzt sind wir praktisch bei Ground Zero und bauen damit praktisch das Make-up jetzt auf. Ich habe heute eigentlich ein relativ neutrales von Revolution. Leider sieht man die Schrift nicht mehr, weil ich so viel abgegrabbelt habe. Und da habe ich diese Farbpalette und diesen hier möchte ich jetzt praktisch nutzen, weil es heute so ein bisschen neutraler und zurückhaltender werden soll. Man schminkt sich, um nicht gesehen zu werden, dass man geschminkt ist. Nehme ich jetzt einfach mal diesen hellen als Untergrund. Da kommt jetzt das über den ganzen Augenlid. Diese Undercoaches, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind super gefährlich. Die machen die Mädels diese Challenges, bis sie gar nichts mehr essen und dann das tagelang, und ich glaube auch nichts mehr trinken, dass sie tatsächlich wirklich im Krankenhaus liegen am Ende wegen Unterernährung, um dann für ein Bild oder 2 Bilder oder von mir aus so 4 Bilder auf Instagram Likes über Tausende von fremden Leuten zu bekommen, was einem vielleicht suggeriert, dass man gemocht wird. Man wird nicht gemocht. Es ist nicht, die liken das Bild, bedeutet nicht, dass sie dich in dem Moment mögen, sondern die liken einfach irgendeinen Trend, und das ist ja das Gefährliche daran, dass man das super verwechselt und als bare Münze nimmt und in gefährlichen Strudeltrends verirrt. Als nächstes nehme ich hier diesen dunklen, um einfach so ein paar Schattierungen zu machen. Jetzt nehme ich immer noch meinen gleichen Pinsel und setze praktisch hier an. Mache nur so ein bisschen den Rand und arbeite in die Falte rein. Diese Undercoaches haben eigentlich nur das Böse im Sinn. Wenn man gerade einem so begegnet, sollte man den tatsächlich melden, weil der macht das nicht nur mit. Ziemlich viele Mädels, die gerade in diesem Struggle sind, toll gefunden zu werden und Likes zu bekommen, weil die denken, mit den Likes angesehen, dabei ist gerade dieser Trend mit diesem Hungern furchtbar. Nee, macht das, Leute, macht das nicht. Meldet die Menschen, die euch diese Coaches anbieten, und bleibt denen fern und geht gar nicht groß auf diese Seiten. So, ich habe jetzt hier nur diese 2 Farben benutzt. Ich lasse es eigentlich so. Ich will gar nicht so viel machen, weil es wird einfach nur ein Tages-Make-up. Und werde jetzt als nächstes meine Wimpern drauf machen. Darauf mache ich hier einen Wimpernkleber.
Strip Lash Adhesiv. Das ist so ein Kleber einfach und klebst dann genau auf meinen Augenkranz. Ich drücke auf jeden Fall hier die Wimpern an den Kranz heran. Ein schönes Ideal. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, das ist eine individuelle Sache und da ist jeder anders und der ist unterschiedlich und ist auch gut so und keiner sollte irgendjemanden nachmachen. So, die Wimpern sind dran. Manchmal muss ich das doch mal alleine machen, weil ich muss mich noch ein bisschen konzentrieren. So, wer will, hat die Möglichkeit praktisch so noch einen Eyeliner zu setzen. Ich selber mache das nicht so häufig, weil ich denke, dass ich das mit dem Kleben relativ gut hinbekomme. Und wenn man halt praktisch diese Wimpern hat mit diesem durchsichtigen Band, kann man es relativ gut hinbekommen, wenn man es kaum sieht. Also klar, ganz natürlich ist sowas nie, aber man kann ganz nah ran an die natürlichen Wimpern. Für meine Unteraugenpartien habe ich hier 2 verschiedene farbigen Concealer von Il Makiage. Wer mich auf Insta begleitet, kennt auf jeden Fall schon das Video zu diesen 2. Kommen jetzt hier meine Striche, um so ein bisschen das zu erhellen. Hier noch einen kleinen, also diesen helleren nehme ich nicht so viel als von den dunkleren. Nehme einen All-Around-Schwamm und tupfe, bis ich die gleichmäßig habe. Den hellen nehme ich zum Beispiel auch für den Konturen auf Nasenrücken auch nochmal einen kleinen Strich und kontiere es aber schon mal vor. Manche machen erst dann nochmal die dunkle Partie und machen das alles zusammen. Aber ich mache es meistens ein bisschen vorher, damit dieser ja schon so ein bisschen antrocknen kann. Und die anderen dann nochmal, wenn ich praktisch die Kontur setze, zeige ich euch gleich, sich nicht so krass vermischt, weil dann alles gleichzeitig flüssig ist. Das ist nicht so, das mag ich halt nicht so und deswegen mache ich das. Jetzt habe ich hier einen Concealer-Stift von der Firma Huber Beauty. Die Farbe Lava Cake. Damit kann ich relativ cool, weil es ein sehr dunkler Stift ist, nehme ich noch so einen angeschrägten weichen Brush, gehe hier drüber, mache jetzt die Konturen der Nase, fange also praktisch hier an den Augenhöhlen an und vermische das so ein bisschen. Und da, wenn ich das schon gemacht habe, da sieht man schon den Unterschied, dass ich hier das ein bisschen hervorhebe, die Nasenrücken. Damit kann man sich vielleicht Operationen ersparen, indem man das sich ein bisschen nachmalt. Und wie ihr wisst, Trends kommen und Trends gehen. Und wenn man dann da zu viel rumschnippelt und man jeden Trend nacheifern will, dann ist man nie fertig mit dem Gesicht. Und das Gesicht wird dann auch immer entstellter. Da kennt man da schon einige Stars, die dann doch eins zu viel geschnitten haben und dann nur noch versuchen, das zu korrigieren und es wird immer nur noch schlimmer. Und daher versucht man das mit Schminke, deswegen hatte ich ja auch schon mal gesagt, Schminke ist eine Möglichkeit, sich zu verändern, ohne gleich an sich herumzuschnippeln. Ich habe nichts gegen Schönheitsoperationen, nur sollte man sie echt dezent machen, man sollte sich die Operation auch wohl überlegen, nicht einfach mal, weil es wie gesagt Trend ist, das machen. Weil wie gesagt, die ändern sich und dann hast du was gemacht, was du nicht mehr rückgängig machen kannst. Und dann fangst du an, den nächsten Trend nachzueifern mit dem, was du hast und dann wird es immer weniger dünner und da müsst ihr vorsehen, dass ihr einfach vieles mit Make-up bearbeiten könnt und wenn der Trend sich irgendwie mal wieder verflüchtigt, dass man wieder im Ursprung ist und von dort aus neu beginnen kann. Mit diesen mache ich jetzt auch die Konturen für die Wangenknochen. Da setze ich praktisch hier in der Mulde an, um hier diese Wangenknochen oben anzuheben. So, zudem mache ich hier oben einen Strich, um dort das Gesicht nochmal zu schmälern. Und da kommt wieder mein Schwamm, der für mich ein Allrounder ist. Ich versuche einfach die mittleren Stirnpartie so ein bisschen hell zu halten. Wichtig, um das Gesicht so rund zu bekommen wie möglich. Und mit dem hier haust du dir einfach nochmal Konturen rein, wo du vielleicht gar nicht so viel hast. Und wenn du nicht so krasse Wangenknochen hast, dann kann man damit so einen Schatten suggerieren. So eine leicht optische Täuschung. Aber das kennt ihr wahrscheinlich schon. Und zum Abschluss, wir nehmen jetzt unser Banana Powder. Mit dem kann ich jetzt praktisch unter den Augenpartie so ein bisschen aufhellen. Und versuche damit auch praktisch meine Augen zum Gesichtswangenanfang abzuschließen. Damit nehme ich diesen etwas buschigen, schrägen Pinsel und setze hier an. Gehe an der Nase entlang, unter den Augen, ziehe den praktisch hier hoch.
Und zwar hast du ja den Winkel deines Auges, dann hast du praktisch bis zu dem dunklen Strich, den du hier für die Wange gemacht hast, das ist praktisch dein Spielraum für diese Helligkeit. Mehr oder minder sind wir fertig. Ich mache jetzt nur noch mein Rouge und dann habe ich mein Make-up of the Day. Und im Rouge machst du so, und das Erhebung und da machst du meistens drauf. Und ich habe eigentlich einen relativ weichen rosanen Farben genommen von MAC. Das ist der Breath of Flamme. Und für so Tages-Make-up ist es irgendwie ganz schön, weil das nicht so ein aufdringliches ist. Mit dem Fazit, lasst euch nicht einreden, dass ihr echt erst nur schön seid, wenn ihr Likes bekommt. Ihr seid wunderschön, hört auf, solche Seiten nachzueifern. Und wenn ihr angeschrieben wird von einem anderen Coach oder irgendwelche Coaches, die vielleicht auch mittlerweile anders heißen, die aber mit euch einen Hunger-Challenge beginnen wollt, sofort melden. Und einfach keinen Kontakt zu den Leuten. Versucht gar nicht, euch so groß auf diese Seiten zu begeben und Like auch einfach nicht gut sind und Menschen oder Mädels zu Tode führt, die verhungern, um einfach Like zu bekommen. Weil irgendwann bist du in diesem Strudel drin und dann kommst du nicht mehr raus. Das wollen wir alle nicht. Lasst euch auf jeden Fall nichts einreden. Schönheit ist subjektiv und ist nicht mit Likes zu vergleichen. So, meine Lieben, das ist mein Outfit für the day. Ich habe heute noch ein paar Calls, deswegen ein bisschen förmlich. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Denkt dran, Schönheit hat nichts damit zu tun, dass ihr die meisten Likes bekommt. Ich finde euch schön, so wie ihr seid. Habt euch lieb, habt einen schönen Tag. Ich freue mich, euch bald wieder zu begrüßen bei Ungeschminkt. Eure Andrea aus Hamburg. Ciao.